Hallo miteinander. Heute möchte ich mich einem Thema zuwenden, das gerade in letzter Zeit wieder vermehrt durch meine Klienten an mich herangetragen wird, das aber auch immer präsenter in den Medien ist. Und zwar geht es um häusliche Gewalt. Es scheint natürlich nicht verwunderlich zu sein, dass in solch außergewöhnlichen Zeiten wie denen, in denen wir uns gerade befinden, in denen Menschen dazu gezwungen sind, häufig im Familienverband auf engstem Raum miteinander auszuharren über Tage und Wochen, ohne die Möglichkeit, sich zurückziehen zu können, dass wir dort eine Zunahme von häuslicher Aggression und Gewalt zu verzeichnen haben. Ich würde gerne einmal die Hintergründe beleuchten. Wie kommt es zur Aggression, wie kommt es zu Gewalt und einen ganz klaren Tipp geben, wie man Gewalt und Aggression vermeiden kann, wie man eine Eskalation vorbeugen kann. Wenn wir mal genau hinschauen, dann sehen wir, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen persönlicher Aggression und dem Mangel an Freiraum, an persönlichem Freiraum. Das kann man besonders gut erkennen, wenn man sich Ballungsgebiete oder große Städte anschaut. Da sehen wir, dass es selbst im Verhältnis viel mehr Gewalt und viel mehr Aggression gibt als vielleicht in ländlichen Gebieten. Das liegt, wie gesagt, daran, dass wir dort einen Mangel an persönlichem Freiraum haben. Sobald wir uns eingeengt fühlen, und das gilt sowohl körperlich als auch psychologisch, haben wir das Gefühl, wir müssen uns unseren Freiraum erkämpfen, wir müssen uns verteidigen und wir müssen dafür sorgen, dass wir genug Raum für uns selber haben. Und genau das passiert natürlich im häuslichen Verbund genauso. Und es gilt aber auch für unsere psychologische Situation. Innerer Raum oder vielmehr der Mangel an innerem Raum bewirkt Aggression. Das heißt, wir haben eine zweite Komponente, die dazu kommt. Es geht nicht nur darum, dass wir im Familienverbund dazu gezwungen sind, auf engstem Raum körperlich miteinander zu leben. Nein, wir sehen uns auch noch einer Vielzahl von beunruhigenden Informationen und Nachrichten gegenüber, die durch die Medien und das Internet an uns herangetragen werden. Das bewirkt, dass wir damit beschäftigt sind, häufig uns Sorgen zu machen. Wir haben vielleicht Ängste, wie geht es weiter, Zukunfts-, Existenzängste. Und das schafft einen Mangel an Raum in uns selbst, an psychischem Raum. Psychischer Raum kann man sich vorstellen, wie wenn man mal die Seele baumeln lässt. Man hat Platz, man kann durchatmen, man ist innerlich frei von Gedanken, Konflikten und Problemen. Das ist im Moment mehrheitlich nicht der Fall, bei ganz vielen Menschen zumindest. Und diese Kombination von innerem Mangel an Raum und äußerem Mangel an Raum potenziert quasi die Gewalt oder reduziert die Geduldsschwelle, wenn man so will. Und das ist ganz natürlich, wenn man sich diese Zusammenhänge aber bewusst macht und wenn man sie erkennt, kann man dem sehr wohl vorbeugen und man weiß, was zu tun ist. Und ein ganz praktischer Hinweis ist, nehmen Sie sich am Tag 5 oder 10 Minuten Zeit, falls nötig sogar mehrfach am Tag. Es gibt in jedem Haus, in jeder Wohnung gibt es einen Rückzugsort. Und wenn es nur das Bad oder die Toilette ist, in dem Sie für 5 oder 10 Minuten, wenn Sie so wollen, die Seele baumeln lassen können. Wie funktioniert das? Sie müssen versuchen, Ihre Gedanken loszuwerden. Sorge, Konflikte, Ängste, was auch immer, einfach außen vor zu lassen. Wie machen Sie das? Indem Sie sich hinsetzen und die Wahrnehmung auf sich selber richten. Das heißt, Sie denken nicht über irgendetwas anderes nach, sondern Sie finden zurück zu sich selber. Setzen Sie sich hin, schließen Sie die Augen, beruhigen Sie Ihren Atem und spüren Sie sich. Verweilen Sie bei sich selber, ohne zu bewerten, ohne zu benennen, und machen Sie das für 5 oder 10 Minuten. Wie gesagt, wenn nötig, mehrfach am Tag. Spüren Sie sich, bleiben Sie bei sich. Immer wenn ein Gedanke auftaucht, lassen Sie ihn ziehen, finden Sie wieder zurück zu sich selber und genießen Sie sich. Genießen Sie die Einheit mit sich selbst, um bei sich selber verweilen zu können. Das mag ein wenig ungewöhnlich klingen, aber Sie werden sehen, dass unmittelbar nach dieser Übung Sie mehr Freiraum in sich haben. Sie werden geduldiger sein und die Aggressionsschwelle
steigt. Das heißt, Sie sind in der Lage, ruhiger zu bleiben und mehr bei sich selber bleiben zu können. Probieren Sie es einmal aus und bitte bleiben Sie gesund. Vielen Dank.